bin Frauke Ihren. Ich bin in Essen geboren und wohne in Köln. Meine zweite Wahlheimat ist allerdings Maastricht. Beruflich bin ich Organisationsentwicklerin, Business Coach, Trainerin und Autorin. Wir leben in einer wahnsinnig komplexen Zeit. Also alles passiert unheimlich schnell. Was gestern noch en vogue war, ist heute schon obsolet. Und das macht es sehr, sehr schwierig für ein Unternehmen, Prozesse, Systeme oder auch Menschen mitzunehmen, darauf vorzubereiten. Hier hilft natürlich jemand, der die losen Enden mal wieder zusammenknotet, der mal auf einen Konflikt hinweist und der das Unternehmen dabei unterstützt, sich weiterzuentwickeln. Die Unternehmen funktionieren ja, die sind ja nicht schlecht, aber sie brauchen manchmal einfach so ein bisschen einen Push, einen Tritt, eine Aufforderung oder auch eine Motivation, den nächsten Schritt zu gehen. Hier können wir einfach, auch aufgrund der Erfahrung, die wir mittlerweile haben, sehr, sehr gut aus verschiedenen Erlebnissen auch wieder neue Erkenntnisse gewinnen und haben natürlich auch die entsprechenden Methoden, die man braucht, um an den Kern des Problems zu kommen. Organisationsweiterentwicklung funktioniert nur dann, wenn man die Menschen mitnimmt. Die Mitarbeiter, egal wer, egal in welcher Position, egal wie lange dabei. Und das kann ich nicht mit einer Maßnahme. Wir geben meistens Ideen vor, wir geben Impulse, wie man was machen kann. Und dadurch, dass wir ja in verschiedenen Unternehmen unterwegs sind, kann man natürlich ganz vieles, was man an Erfahrung gesammelt hat, auch mitnehmen zum neuen Kunden oder zum nächsten Projekt. Ich glaube, was ich ganz gut mache in meinem Job, ist, mich wirklich in komplexe Situationen reinzudenken. Ich kann mich sehr, sehr gut mit einer Führungskraft auf Augenhöhe verständigen. Ich war selber mal Führungskraft in einem Konzern und weiß einfach, wie schwer diese Rolle ist, sie wirklich gut auszuleben und einem gerecht zu werden. Und ich glaube, das spüren sowohl meine Coaches als auch die Teilnehmer oder die Führungskräfte, mit denen ich arbeite, dass ich relativ schnell verstehe, um was es geht. Mal von einer anderen Perspektive Situationen oder Menschen zu beleuchten, das ist schon leichter, wenn da einer bei hilft. Also das alleine zu machen, gelingt mir auch nicht immer, auch wenn ich selber das Handwerkszeug dafür habe. Wenn unterschiedliche Generationen aufeinandertreffen und zusammen etwas erarbeiten sollen, dann kann das natürlich zu Konflikten führen. Nicht unbedingt immer, aber es ist ja schon so, dass die Älteren sich von den Jüngeren nicht wertgeschätzt fühlen und die Jüngeren wiederum sagen, die Älteren wollen mir permanent die Welt erklären. Ich glaube, dass die Generationen voneinander viel mehr lernen könnten, als sie vielleicht im Alltag tun. Was brauchen wir dafür? Eine unheimliche Bereitwilligkeit. Eine Bereitschaft, vom anderen zu lernen, ohne die Angst zu haben, oh, jetzt könnte ich ja mein Gesicht verlieren oder ich würde Macht abgeben. Ganz im Gegenteil, wenn man offen darüber spricht, dass man nicht alles kann und nicht alles weiß, und das gilt vor allem auch für Führungskräfte, dann wird man viel glaubwürdiger, man wird menschlicher und die Leute folgen einem auch lieber oder nehmen etwas an, als wenn man glaubt, man muss immer für alles eine Antwort haben. Schon als Kind habe ich es geliebt, am oder im oder auf dem Wasser zu sein. Und ich mochte schon immer die Atmosphäre von Marinas, von Häfen, auf dem Boot sein, mit dem Boot was machen. Auch die viele Arbeit, die so ein Boot mit sich bringt, das ist so was anderes, als ich sonst mache. Mein beruflicher Alltag, der ist schon mal aufregender, spannender, abwechslungsreicher, viel mit Menschen. Und dann finde ich es ganz toll, auch mal für mich zu sein, ganz bei mir zu sein.